Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir reden heute über AMC, GME, Beyond und DJD. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wie immer, ich verwende die fraktale Methode. Erklärvideo hänge ich wieder ans Ende des Videos. Okay, na dann springen wir gleich rein in AMC. So, heute wirklich nur ein ganz kurzes Video, weil es gibt wirklich nicht viel zu sagen. Für die große Erklärung, Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze und so weiter und so fort, verlinke ich euch wieder das ganz große Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir heute gemacht haben oder was wir eben heute nicht gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. So, wir sind heute nicht gesqueezed. Ja, ziemlich auffällig. Ja. Somit sollte auch jeden, der schon länger in AMC investiert ist, verstehen, dass heute kein Squeeze bedeutet höchstwahrscheinlich zu 99% kein Squeeze bis frühestens Freitag, weil AMC squeezed immer Montag, Freitag. Der kleine Peak, den wir heute gemacht haben, ja, weil wir so hochgekommen sind, kann ich einfach nur sagen, das hier war einfach nur unser T. Oder wenn wir noch länger brauchen, vielleicht sogar einfach nur unser M. Ja. Was bedeutet das? Ich habe seit, keine Ahnung, 20. April schon gesagt, wir sind im Pullback. Ja. Und unser Pullback-Ziel ist entweder die 0.5 oder die 618. Ja. Wie auch im letzten Video habe ich es euch nebeneinander gezeigt. Ich mache das heute nicht, um das Video ein bisschen kürzer zu halten. Wir haben dasselbe 2021, 2024, 2025 gemacht. Entweder 0.5 oder ein 0.6 Pullback. Ja. Für wie das jetzt mit zeitlich ausschauen könnte. Wenn wir ganz schnell sind, okay, dann würde ich sagen, wir fallen morgen runter auf 1,34 oder 1,23. Ja. Dann haben wir Earnings und Mittwoch, Donnerstag, Freitag machen wir das High Low. Das ist für mich persönlich die einzige Chance, dass wir nächste Woche einen Squeeze sehen. Wäre verdammt eng. Ja. Deswegen tendiere ich eher nicht dazu. Wozu ich tendiere ist, wir fallen bis Freitag. Ja. Was auch immer es sein wird. 1,34, 1,23, vielleicht sogar nur 1,38. Ja. Allerdings, ihr kennt mich ja, hier bei diesem T, wir brauchen einen tieferen Fall. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ja. Schauen wir mal. Also bis Freitag fallen. Und die ganze nächste Woche machen wir dann das Higher Low. Das würde bedeuten, Mai 18. Für mich ist das eigentlich die Hauptherangehensweise. Ja. Wenn wir aus was für einem Grund auch immer über 1,83 fliegen, okay, lag ich irgendwie falsch und wir werden nach oben gehen. Ich denke es allerdings nicht. Auch zur Warnung, weil wir heute über GameStop auch noch reden werden, alles unter der 786, das bedeutet alles unter 1,09 Dollar, wäre wirklich schlecht. Okay? Aber sonst trackt sich perfekt, funktioniert perfekt und eigentlich war ich heute nicht geschockt, dass wir keinen Squeeze bekommen. Gut, nächstes GameStop. So, für GameStop ja, hat sich am großen Tracking nichts geändert. Ja, also das große Update-Video, wie die Squeezes aufschauen und so, und werde ich wieder ans Ende des Videos hängen. Heute schauen wir uns nur wegen der Price Action näher an, was sie gemacht haben. Und wir reden heute ein bisschen mehr über GameStop. Also zoomen wir mal rein. So, ein ziemlich guter Drop heute. Ja. Habe ich gesagt, vorsichtig mit Calls heute. Es hat sich aber eigentlich nicht viel geändert. Ja. Trotzdem, ich habe heute für euch, für die nähere Zukunft, ja, also für Mai, Juni, 2 bullische Varianten. Und am Schluss reden wir noch über diese bärische Alternative mit 17 oder 4 Dollar, die die ganze Zeit überall auf Twitter und so weiter rumkassieren. So, hier ist noch immer unser altes Tracking. Ja. Hat sich nichts geändert. Allerdings hat dieses Tracking ein Ablaufdatum. Ja. In dem Fall war November noch immer unser Wie.
Higher Low, A, 0.618 Pullback und raufgelaufen zu unserem kleinen B. Ja, ich meine mit diesem kleines A, kleines B, Lauf zu kleinem C, was unser großes Makro A wird. Nur zur Klarstellung. Ablaufdatum, was meine ich damit? Ihr wisst ja, B und auch A dürfen nicht unter die 786 fallen, die FIB. So, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, von unserem A-Boden zu unserem B-Peak, wir sind jetzt gerade auch mit After Hours unter das 618. Funktioniert noch, ist noch absolut in Ordnung. Die einzige Sache ist, wenn wir 22,79 berühren oder brechen, funktioniert diese Methode nicht und ist weg. Ja? Nur als Warnung. Wenn nicht, wenn wir jetzt dann hier bouncen, ja, ist unser Ziel noch immer irgendwas zwischen 30 und 36. Ja, unter unserem M. Das wäre unser A. Dann machen wir noch einen 0.5618 Pullback. Dann synchronisiert AMC mit GameStop und beide marschieren. Ole. Dazu sei auch gesagt, für das läuft uns die Zeit davon. Ja, weil wir müssen rauf und wieder runter. Ja, und Mai hat nicht so viele Wochen. Ja. Wir haben aber allerdings gesehen, wir haben das hier an einem Tag gemacht und am nächsten Tag heute sind wir wieder runtergeknallt. Also an Volatility mangelt es uns anscheinend nicht. Also das ist auch locker in 1-2 Wochen machbar. Was auch immer wir für News bekommen. Das wäre bullische Version Nummer 1. Die Main-Version, zu der ich muss ehrlich sagen, ich bin 50-50, ob wir das machen oder die Main-Version. Und zwar diese hier. Ja, habe ich ja am Sonntag gewarnt, das war ja die Warnung von mir, seid vorsichtig mit Calls kaufen, weil das könnte schon unser Main A gewesen sein. Wir sind über T. Somit kann das unser Main A gewesen sein. Somit wäre das schon unser letzter Pullback. Nur dazu sei halt zu sagen, gehen uns jetzt gerade die Landmarks aus. Weil nach A kommt nichts mehr, außer Husch. Ja. Aber AMC ist noch nicht fertig. Somit, wenn wir das hier machen, ja, entweder auch wenn wir hier bouncen oder noch ein bisschen runterfallen sollten, ja, gehe ich davon aus, dass wir nachher noch ein Higher Low machen, bis AMC fertig ist. Ja. Aber in dem Fall ist der nächste Move der Move nach oben. Ja. Und nichts mit 30, 38 und dann Pullback. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da ziemlich 50-50. Ja. Möchte da nicht lügen. Ja. Deswegen, da möchte ich mehr Price Action sehen, damit ich wirklich sicher sein kann, machen wir jetzt Version 1 oder Version 2. Eine Sache nur. Für diese Version gilt, wenn wir die 786 berühren, das wäre 21.28, bekommen wir ein Problem. Weil dann funktionieren beide bullische Versionen nicht. Und dann kommen wir in die bärischen Alternativen und das ist einfach scheiße. Ich glaube es nicht, aber ich möchte vor allem, ich habe das ganz am Anfang meines Szene schon mal beredet, aber ich möchte es, weil jetzt irrsinnig viele dafür cheeren und sich freuen, geil, jetzt können wir shorten und danach squeezen wir. Ja. Nee. Weil das Problem ist, ich werde das jetzt versuchen ganz langsam zu zeigen. Und noch einmal, solange wir 21,32, also die 786, nicht berühren oder brechen, vergesst das. Ja? Ihr kennt ja die Regeln. A und B dürfen die 786 nicht berühren. Das bedeutet, wenn wir jetzt doch hier runtergehen und die 786 berühren, also hier runter, kann das nicht mehr A sein. Ja? Es macht aber leider auch keinen Sinn, dass das hier Higher Low ist, weil wir sind über T gelaufen. Ja? Somit, welcher Landmark kann es sein? Der einzige Landmark, der überbleibt, ist T. Und dann
haben wir das Problem, dass GameStop 2021, 2024 diese kleine Anomalie hat, dass das T von einem Higher Low starten kann. Ja? Weil normalerweise startet hier M. Somit M ist bis jetzt nicht fertig. Ja? Aber 2021 und 2024 haben wir dasselbe gemacht. Ja? Somit ist das noch schlüssig. Aber wenn wir hier drunter brechen, dann ist das hier eindeutig T. Ja? Und zwar nur das kleine T von diesem M. Ja? So, was passiert dann? Ja gut, also erstens, wir droppen mal runter. Hier haben wir unsere 17, auf die sich die Leute zu freuen. Das Problem an der Sache ist, ne, damit hört erst einmal nur M auf. Ja? Das bedeutet, wir werden hier weiter droppen. Wir werden dann aber wieder raufkommen, weil es ist ja erst M. Ja? Das bedeutet, wir werden dann wieder raufkommen, bei dieser Trendlinie hier rejecten. Also da werden die Leute shorten, wenn sie so freuen, yay, geil. Ja? Wenn dann hier long gehen und sagen, hier squeezen wir. Ja? Aber wir werden hier rejecten. Das wird dann erst unser großes T. Ja? Und dann droppen wir drunter zu unserem V. Was wäre unser V? Naja, wenn wir jetzt weiter rauszoomen und das weiterspielen, würde das bedeuten, dass das hier nur unser Higher Low ist. Und ihr wisst, wo das Higher Low endet? Bei der 786. Das bedeutet, unser Ziel für unser V wäre 15, 14, 13. Ja. Dann machen wir dann hier noch ein Higher Low, ein kleines Micro Low und dann können wir wieder aufgehen. Problem an der Sache ist nur, dass, wie ihr seht, ist nichts, was wir in 1, 2, 3, 4 Monaten machen werden. Das wird dauern. Ja. Höchstwahrscheinlich 1, 2 Jahre. Also wer sich darüber freut, weiß ich nicht. Ja. Noch eins dazu gesagt. Weil meistens, was ich lese, tracken diese Leute AMC bullish. Aber AMC und GME sind halt seit 8 Jahren synchronisiert. Oder seit 6 Jahren. Ja. Das würde bedeuten, okay, jetzt plötzlich sind wir nicht mehr synchronisiert. Weil was macht ein AMC dabei? AMC wird nicht alleine squeezen. Das bedeutet, wenn GameStop das macht, dann ist das mindeste der Gefühle ein 1:100 Reverse Split bei AMC. Weil AMC wird neue Lows machen, wenn GME das macht. Ja? Weil entweder es sterben beide oder es laufen beide. Ja? Bei den Makro-Moves, ja. Ich sehe nicht, dass AMC seinen totalen Squeeze macht und derweil AMC komplett abstürzt. Das sehe ich einfach nicht. Und das wäre nur die normale bärische Variante. Ja? Wenn wir jetzt noch zu dieser bärischen Alternative gehen, dass Leute sagen, ja, wir gehen 100%ig zu $4. Ja? Gut, wenn wir diese Linie hier brechen, ja? Also wenn wir unter April 2024 fallen, ja? Zu unseren tollen 4, lese ich auch immer, sobald wir das machen, schießen wir zu $5.000 eine Aktie. Ja? Warum? Diese Alternative habe ich einmal gezeigt. Ich glaube nicht daran, aber anscheinend hat es irgendwer ausgegraben. Die Sache ist, wenn wir das machen, dann ist das Ganze hier Higher Low. Das Ganze, super Makro Higher Low. Das bedeutet, dass der Peak 2021 nicht A war, sondern Higher Low. Bedeutet, wir haben hier unser Peak von unserem Higher Low. Hier ist unser Lower High. Der Peak im Mai 2024 wird M. Bedeutet, wir werden hier runterfallen, kommen wieder hoch. Was fehlt? T. Und dann fallen wir weiter. Und wenn das hier Higher Low ist, bedeutet das, wir müssen runter zu $2. Dann wieder Higher Low und dann geht es wieder nach oben. Auch hier sei gesagt, in dem Fall ist AMC tot, gnadenlos, weg vom Fenster. In dem Fall stirbt wahrscheinlich sogar Kors. Wenn die noch immer irgendwie synchronisiert sind, ist es vorbei mit den beiden. GameStop wird zwar vielleicht sogar überleben, allerdings, das sind 5 bis 10 Jahre. Das garantiere ich auch. Ja. Somit,
Ich weiß nicht, ob man sich darüber so freuen soll. Und vor allem der Bullshit, wenn man dazu sagt, ja, wir machen ganz kurz das. Nee, einfach nee. Okay, gut. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verunsichert. Noch einmal, wie gesagt, äh, meiner Meinung nach gibt es noch immer noch keinen Grund, irgendwie Angst zu haben, ähm, solange wir nicht 21, 25, 21, 32 brechen oder berühren, gebe ich einen Scheiß auf 17 oder 14. Ja, oder 2 oder 4. Ja. Und vor allem, wenn ich mir AMC und Cost zum Beispiel anschaue, die beiden tracken so verdammt gut. Also, wenn es nicht irgendeine Ausnahmeregelung gibt, dass nur GameStop stirbt, sehe ich es einfach nicht, dass das passiert. Aber ich könnte mich ja. Gut. Nächstes ist Beyond. Auch hier hatten wir keinen Squeeze, obwohl X herumgecheert hat, dass wir heute auf jeden Fall zu 200 gehen. Ja? Deswegen zeige ich euch immer die Alternativen. Ja? Außer ich sehe wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Chance, dass wir squeezen, aber deswegen hype ich nicht. Nicht, damit ich nicht falsch liegen kann, sondern weil es einfach nur dumm ist. Auch für Beyond, das große Update wieder ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir gemacht haben. So, und wir hatten heute keinen Squeeze. Ja? Und wir hatten heute einen Drop. Ja? Somit, was ist das? Ja? Also im Großen und Ganzen, wir sind jetzt noch immer, wir ziehen das jetzt einfach von vorne bis hinten auf, damit auch jeder wirklich versteht. April 2026 bin ich noch immer der Meinung, war unser Wie. Ja? Und das Ende von unserem Makro-High-Low. Danach sind wir ausgebrochen zu unserem mittleren A. Ja? Über T, unter M, mittleres A. Danach haben wir einen Pullback vollführt. Und zwar zur 618. Auch dieser A-Pullback, der mittlere, ist meiner Meinung nach fertig. Dann sind wir wieder ausgebrochen, ohne was Dummes zu tun. Und jetzt gerade machen wir Klein A. Ja? Und sind gerade im Pullback. Ja? Deswegen sage ich immer, wenn wir nichts Dummes tun, ja, werden wir es halt Step by Step machen. Mein Ziel ist noch immer 15 bis 35 bis Juli, August. Ja? Wenn wir nicht was Blödes machen, dann werden wir unsere Zeit damit verbringen müssen, da irgendwie raufzukommen. Da wir nicht einfach nur seitwärts gehen und dann nach oben schießen, wird das halt einfach wirklich sein, dass wir Landmark für Landmark für Landmark uns langsam hinaufangeln. Ich sage aber nicht, dass wir nicht jederzeit mit was Dummen anfangen können. Ja? Nur, wenn wir halt langsam marschieren, dann müssen wir halt wirklich Landmark für Landmark für Landmark machen. Was bedeutet das jetzt? So, dieses kleine A hier. Ja, wenn man sich das einfach mal anschaut, dann haben wir hier unser V, Higher Low, winziges A, winziges B, winziges C. Ja, das wird zu unserem kleinen A. Steht zwischen M und T und wir machen auch einen Pullback. Und für dieses kleine A gilt dasselbe wie fürs mittlere und fürs große A, nämlich ein 0.5, 0.618 Pullback. Wir sind jetzt gerade dazwischen. Ja, wir haben am Mittwoch Earnings. Die Sache ist nur, wir sind jetzt hier hinaufgelaufen. Gestern hatte ich, oder beim vorigen Video haben wir ja noch die Wahrscheinlichkeit, dass das hier unser T ist. Problem jetzt damit ist, dass T fällt, also klein a fällt nicht unter die 786. Tut es nicht. Ja. Und Higher Low geht normalerweise nicht über T. Somit, was kann das nur sein? Eigentlich kann das hier nur T sein. Oder unser kleines M. Noch einmal, wir reden hier vom 5-Minuten-Chart. Ja, das ist kein Beinbruch. Aber für den Fall würde ich halt trotzdem sagen, wir müssen noch immer hier wie an der A. Mindestens. Also wir müssen zumindest unter 92 Cent. Ja. Was ist der rote Bereich? Der rote Bereich ist einfach nur, wie tief darf dieses A fallen. Ja. Und das bedeutet, wir dürfen irgendwo in diesem Bereich fallen, wir dürfen aber unter
keinen Umständen 86 Cent berühren. Wenn wir 86 Cent berühren, haben wir das Problem, das größere, mittlere A, das hier, kann nicht mehr A sein. Ja? Die einzige, also ich meine, das können wir meiner Meinung nach locker bis Mittwoch erledigen. Ja, Mittwoch auf Donnerstag ist Earnings. Ja. Wäre also schon irgendwie geil, wenn wir jetzt, sagen wir mal, morgen ist Dienstag, hier runterfallen. Sagen wir, keine Ahnung, 90 Cent. Den Mittwoch bevor den Earnings machen wir dieses kleine High-Low und stoppen hier bevor die Earnings. Dann könnte man sagen, newsmäßig, hey, sie haben wieder irgendwas und boom. Ja, also könnte ich mir vorstellen. Ja. Wenn nicht, ja, noch einmal, was sind die kleinen Moves? Naja, gut, das nächste wäre halt dann M. Ja, also über 1,26. Wenn wir es wieder ganz langsam machen müssen, 0,5 Pullback. Nächstes Ziel ist dann wieder über 1,60. Ja, und dann bewegen wir uns aber schon in Richtung von unserem größeren B. Ja. So viel dazu. Eine Sache noch, weil für die Träumer. Ja. Das Einzige ist mir heute ein bisschen aufgefallen, was man noch machen könnte. Wenn man sich jetzt das hier anschaut, hier, dann haben wir hier ein M, hier ein T, fallen hier runter, schießen nach oben. Man könnte jetzt noch sagen, fürs absolute Wunschträumen, dass unser M hier oben ist. Ja? Das ist wirklich jetzt nur Wunschträumen. Ja? Und unser T wäre hier. Das bedeutet nämlich, dass das hier locker unser V sein kann, dass unser Higher Low sein kann. Wir machen jetzt gerade noch ein Higher Low und morgen marschieren wir. Ja. Es ist, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, Micro-Tracking. Ja. Ich wäre vorsichtig damit, es wird euch wahnsinnig machen. Zoomt einfach hinaus und wartet auf die Landmarks. Ja, wir haben unsere Ziele, wir wissen, wann wir ausbrechen, wir wissen, was wir nicht berühren dürfen. Beyond schaut noch immer super aus. Einfach mal abwarten. Okay, und letztes für heute ist die GT ganz kurz. Auch nur ein ganz, ganz kleines Update. Ja. Fürs Große schaut sich am besten einfach das letzte Video an. Heute schauen wir uns einfach nur an, was wir heute gemacht haben. Und ich habe im letzten Video gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch den Pullback von diesem Higher Low. Ja. Man sieht das wunderschön hier, dass ich gesagt habe, hier am Montag, letzte Woche war unser M. Wir müssen runter, wir werden wieder hochgehen, das wird unser T und wir müssen noch immer unter unser V an der A. Ja, perfekt. Ja, wir müssen noch immer runter. Also mindestens gehe ich noch immer von 5% aus. Ja. Wir müssen auf jeden Fall, wo ist es hier? Wir müssen auf jeden Fall unter 8,79, ja, oder unter die 7,86, ja, dann wäre dieses Higher Low hier fertig. Ja. Und dieses Higher Low wäre dann das Higher Low von diesem T hier. Ja, also nicht von diesem T hier, sondern von diesem T hier. Das Higher Low von dem hier. Ja. Natürlich, es besteht dann die Möglichkeit, dass wir was Dummes tun, für DGT wirklich, oder wir machen es Step by Step, entweder das kleine Makro Higher Low, ja, was nicht über diese Trendlinie darf, also nicht über 20, oder wir machen das große Makro Higher Low, was nicht über die Haupttrendlinie darf. Schauen wir uns das schnell an. Hier. Ändert sich halt immer, wenn ich die Typeframes ändere. Ja, aber es wird sowas bei 35 sein. Und danach machen wir was Dummes. Also auch, wir sind knapp dran. Ja. Auch die GT schaut extrem gut aus. Und wie gesagt, es würde mich wundern, dass so viele Aktien perfekt tracken und da machen wir plötzlich bei EMC und GME was anderes. Es würde für mich einfach keinen Sinn ergeben. Ja, war heute ein ganz, ganz kurzes Video. Tut mir leid, nicht viel Zeit, aber ich hoffe, ich habe
die wichtigsten Sachen rübergebracht. Für den kompletten Rest hat sich heute am Tracking nichts geändert. Ja. Hat sich auch nicht wirklich viel bewegt, ja, bis auf GameStop. Ja. Aber sonst schaut noch immer alles super und perfekt aus. Ja. Okay, wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier, das ganz große Update-Video da dahinter. Auch wenn es kurz war, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mein Abo. Schauen wir, was den Rest der Woche noch passiert. Wir sehen uns.